Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Manchmal kommt es dazu, dass man mit dem Namen seines Unternehmens nicht mehr zufrieden ist oder er nicht mehr zu den aktuellen Gegebenheiten passt. Sollte es also zur Umbenennung gekommen sein, zieht das natürlich einen immensen Rattenschwanz mit sich. Um zumindest eines eurer Probleme zu lösen, wollen wir euch heute zeigen, wie ihr den Namen eurer Facebook-Seite ändert. Wir befinden uns hier auf unserer fiktiven Firmenseite, in der noch nicht allzu viel eingetragen wurde. Bei euch wird das Ganze vermutlich anders aussehen. Ihr werdet euren Namen im Benutzernamen integriert haben, somit auch in eurer URL und möglicherweise auch in euren Beiträgen. Diese müsst ihr alle auf euren neuen Namen abändern. Dazu zählt eben auch beispielsweise die Beschreibung oder das Impressum und die Datenschutzerklärung. Nehmt euch dafür wirklich Zeit und checkt alle Punkte, in denen euer alter Name enthalten ist, denn eine Namensänderung bei Facebook kann durchaus Zeit in Anspruch nehmen. Und damit ihr erst gar nicht riskiert, dass eure Seite beanstandet wird, seid gründlich und ändert alles ab. Dabei sollte natürlich auch auf Rechtschreibfehler, beispielsweise bei der Änderung des Benutzernamens, geachtet werden. Wenn ihr diese Punkte beachtet und umgesetzt habt, dann geht ihr in die Seiteninfos rein und könnt hier nun euren Namen der Facebook-Seite abändern. Ich kann es noch einmal wiederholen, seid hier gründlich, was die Rechtschreibung angeht. Wenn ihr den neuen Namen für die Seite eingegeben habt, drückt Enter und bestätigt, dass diese Namensänderung genau so vollzogen werden soll. Wir blenden euch hier noch einmal die Richtlinien ein, die es dabei zu beachten gilt. Ihr dürft keine geschützten Namen oder eben Namen von anderen Personen oder Firmen verwenden. Die Marke Facebook darf in keinster Art und Weise daran enthalten sein. Und selbstverständlich darf dieser Name keine Minderheiten diskriminieren oder verfassungswidrig oder sexual offensive sein. Ist das nicht der Fall, sollte der Namensänderung nichts mehr im Wege stehen. Ihr werdet hier auch darüber informiert, dass eure Abonnenten über die Namensänderungen in Kenntnis gesetzt werden. Was auch schon erkennen lässt, warum Facebook überhaupt erst eine Überprüfung dieser Änderung einfordert. Es gibt nämlich einige Maschen, sich auf gewisse Art und Weise viele Abonnenten zu verschaffen und dann den Namen zu ändern, der dann ein Unternehmen repräsentiert. So kann beispielsweise ein Gewinnspiel veranstaltet werden, bei dem die Voraussetzung ein Abo ist. Ist das Gewinnspiel beendet, wird die Seite beispielsweise in den Namen der fiktiven Autofirma Cord umgeändert. Der SUV-Produzent Cord kann sich nun also mit quasi tausenden echten Abonnenten schmücken, die aber nicht wirklich eigenmächtig dieser Firma gefolgt sind. Um unter anderem dieser Masche entgegenzuwirken, ist die Facebook-Seiten-Namensänderung an ein paar Formalia geknüpft. Ich hoffe, diese haben euch aber, nachdem ihr nun dieses Video geschaut habt, nicht davon abbringen können, euer Vorhaben in die Tat umzusetzen. Falls doch, lasst uns in den Kommentaren wissen, woran es gehapert hat. Solltet ihr eure Facebook-Seite über den Seitennamen hinaus optimieren wollen, stehen euch unsere Social-Media-Experten gerne zur Seite. Alle Infos und die Möglichkeit zur Terminierung erhaltet ihr auf der Seite oben rechts. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, euer eBakery-Team.